Ja, hallihallo, Musiker im Haus. Heute unsere ersten Talkgäste und zwar Wolfgang und Marco, bekannt von den legendären Bands, muss man ja schon sagen. BSUR, Coast to Coast Prince Elliot und Lagerwind 13. Ja, und dann haben wir außerdem noch, oder wir reden über klassische Komödien und Wir machen natürlich die Auswertung unseres Gewinnspiels heute. viel Spaß! Viel Spaß! Ja, hallihallo, liebe Kinofreunde. Ja, heute Runde 6, ja, unsere 6. Show heute und unsere ersten Talkgäste haben wir heute. Wie schon angekündigt, Musiker. Und ich begrüße als erstes heute den Wolfgang. Grüße dich. Krischi, Dankeschön. Ja, gerne. Ja, Wolfgang, erzähl ein bisschen von dir. Also Musiker haben wir schon gehört. Wie bist du dazu gekommen? Was machst du überhaupt für Musik? Oder welches Instrument spielst du? Erzähl ein bisschen. Also erstmal möchte ich mich bedanken für die Einladung. Das finde ich ja ganz toll, Ja, dass gerne. ich hier sein darf, mal hinter den Kulissen von C2C, der berühmten YouTube-Sendung, die ja jeder verfolgt oder verfolgen sollte auf jeden Fall. Wir hoffen's. Wir hoffen's. Ja. Das ist so. Ja, ich mache Musik seit meinem 17. Lebensjahr in verschiedenen Bands. Also das heißt seit 10 Jahren. Ja, seit ungefähr 10 Jahren. Man sieht es mir an. Danke. Ja, Danke. gerne. Das ist sehr nett von dir. Ja, in verschiedenen Kombinationen. Ja. Mittlerweile in 4 Bands, hattest du ja schon erwähnt. Ja. Und das ist schon mal ganz toll. Also in verschiedenen Musikrichtungen, mit ganz tollen Menschen. Und Welches Instrument spielst du? Oder? Bass. Bass. Ich spiele Bass, ja. Was? Ja, ich habe ja auch die Möglichkeit, mit diesen Menschen öfter mal auf der Bühne zu sein. Also das ist auch immer eine große Ehre auch für mich. Das muss man auch mal zurückgeben. Ja, weil man hat ja auch immer mal angefangen so mit kleinen Schülerbands, ne? Und wo man jetzt diese Leute, die wir heute hier haben, wo man die getroffen hat, merkt man schon, ja, da ist Erfahrung bei. Ja, und Erfahrung natürlich auch, wahrscheinlich nicht nur mit Musik, sondern ihr habt bestimmt auch schon viel Erfahrung auch mit Filmen. Auch das. Und wir haben ja schon mal gesagt in unserer allerersten Show, wenn wir mal Gäste haben, als erstes stellen wir immer die berühmte Frage, Wolfgang, jetzt auch natürlich zu dir, was ist eigentlich dein Lieblingsfilm? Life of Brian. Man soll es kaum glauben. Ach, das Leben des Brian. Ja, das von Leben Monty des Brian, Python? jawohl. Super. Ja, dann würde ich mal sagen, wenn irgendwelche Zuschauer den Film vielleicht nicht kennen, wir gucken uns den jetzt erstmal an und dann quatschen wir ein bisschen drüber. Sehr schön. Film ab! Ich hasse diesen Bart, Warum dürfen Frauen nicht zu den Steinigungen gehen, Mama? weil es geschrieben steht, deswegen. Oh, ein Bart, Madame? Ach, Sie sehen doch, ich habe keine Zeit zur Steinigung zu gehen. Er hat sich wieder an irgendwas den Magen verdorben. Die Steine, der Herr? Nein, die haben ja da oben auf dem Berg genug rumzuliegen. Nicht so frische wie diese. Sehen Sie sich das mal an. Fühlen Sie die Qualität, das ist Handwerkskunst. Naja gut, dann nehmen wir 2 mit Spitzen, und einen großen flachen. Kann ich einen flachen haben, Mama? Entschuldige, Vati. Also dann 2 spitze und dazu 2 flache und ein Paket Kies. Und ein Paket Kies. Müsste eine lustige Steinigung werden. Ja. Ist ein Einheimischer. Prima. Und viel Spaß, die Herrschaften. Matthias, Sohn des Deuteronomiums Gaza? Was muss ich sagen, ja? Ja. Du wurdest für schuldig befunden, durch den Ältestenrat unserer Stadt den Namen unseres allmächtigen Herrn geschmäht zu haben. Du lästertest Gott auf unglaublich infame Weise. Und wirst somit zu Tode gesteinigt. Hören Sie, wir hatten ein wundervolles Abendessen und ich habe nur zu meiner Frau gesagt, dieses Stück Heilbutt wäre gerade gut genug für Jehova gewesen. Blasphemie! Er wiederholt seine Sünde. Ja! Habt ihr es gehört? Ja, wir haben es! Kann es sein, dass Weibsvolk anwesend ist? Nein. Nun wohl dann, ich verkünde nun, Kraft des mir verliehenen Amtes, dass der hier Anwesende... Autsch, wir haben doch noch gar nicht angefangen. Wer war das? Wer warf den Stein? Wer hat ihn geworfen? Ich will es wissen.
Verzeihung, ich dachte, wir hätten schon angefangen. Abmarsch nach hinten. Einer tanzt immer aus der Reihe. Also, wo waren wir? Hören Sie, ich weiß nicht, was daran Blasphemie sein soll, wenn man nur Jehova sagt. Du machst alles nur noch schlimmer für dich, Elender. Noch schlimmer? Was kann denn noch schlimmer sein, hä? Jehova, Jehova. Ich werde dich schändlicher, wenn du noch einmal Jehova in den Mund nimmst. Das reicht. Wer hat ihn geschmissen? Wird's bald. Wer hat ihn geschmissen? Warst du es? Ja. Also dann... Wir haben Jehova gesagt. Schluss jetzt! Ich sage aus! Alles hören, niemand! Hat irgendjemand zu steinigen, bevor ich nicht diese Pfeife geblasen habe? Habt ihr verstanden? Selbst wenn, und ich möchte, dass das absolut klar ist, selbst wenn irgendjemand Jehova sagt... Ja, das war der Trailer zum Film Das Leben des Brian. Ja, nun haben wir ihn hier gesehen, ein bisschen, einen kleinen Ausschnitt. Ja, Wolfgang, erzähl uns mal, warum ist das dein Lieblingsfilm? Das ist mein Lieblingsfilm, weil das immer noch ein aktuelles Thema ist. Ja. Trotz des Alters von diesem Film, der 79 gedreht wurde. Ja, also Und- auch schon, 40 Jahre schon alt. Ja, ich mein, da waren wir ja noch jung, da konnten wir den ja noch nicht sehen. Ich bin übrigens da geboren. In dem Jahr. Ja, siehst du, ich habe den erst 10 Jahre später gesehen. Ja. Man sonst kommt, glaube ich, in der Schule. In der Noch Schule? Auf VHS, auf Video. Ja. Also war das direkt ein Schulfilm? Also, Ganz ehrlich, es war eine Lehrstunde und der Lehrer hatte diesen Film dabei und hat ihn dann... also wurde auch als immer pädagogisch wertvoll Ja, genau. hingelegt. Handelt ja auch um Religion. Ist Ja. immer ein heikles Thema. Sollte man auch nicht immer unbedingt Witze drüber machen, aber dieser Film verbindet das eigentlich in einem... Ja, ich meine, im Endeffekt, Brian ist ja so ein bisschen die Verwechslungskomödie. Brian ist ja irgendwie der Jesus da, ne, in dem Richtig. Film. Ihr solltet ja auch ein bisschen noch angucken, wir wollen auch gar nicht so viel spoilern. Ja, aber es geht ja darum, er ist verwechselt worden, ne? Richtig. Ja, so. Und dann, also, was mich an diesen Film natürlich immer erinnert, eine Szene, wo ganz viele Frauen Bärte trugen. Ja, die konnte man sich auch käuflich erwerben und auch gewisse schöne Steinchen. Und dann konnte man zur Steinigung gehen und da durfte als Frau keiner da sein. Also, ne, durfte nur Mann, ist Weibsvolk anwesend, Richtig. haben sie immer gefragt. Und immer, nein, haben die Frauen. Also das war immer, fand ich sehr schön, wie er auch immer da wie so ein kleines rumgespielt sind. Jehova, Jehova. Ja, also fand ich wirklich, wirklich gut. Lohnt sich wirklich zu schauen. 79 hast du schon gesagt. Ich meine, das ist ja auch berühmte Musik ist ja eigentlich, weil als Musiker, ne? Berühmte Musik auf jeden Ja. Fall. Da gibt es ganz viele tolle Musik. Aber jetzt nochmal auf den Film zurückzukommen, ist von Monty Python englischer Humor. Ja. Monty Python, ne? Nicht Monty Python. Ja, Ja, ist Monty doch schön. Python. Habe ich Python gesagt. Du, Schön. weißt du was, das ist ein Wert. Das ist er mir einfach wert. Danke, danke. Wir versprechen uns auch mal, Wolfgang, da machst du dir mal überhaupt keinen Kopf. Das ist schon schön. Auch hier mal hinter den Szenen mal zu gucken, wie das dann so läuft. Ja. Ja. Nee, wie gesagt, der Film ist immer noch ein aktuelles Thema, finde ich. Die Mhm. Leute suchen einen Messias und es ist auf wunderbare Weise dargestellt Ja. von den Schauspielern. Ist schon sehr schön. Ja. Schon schön. Ja. Und natürlich 79 Musik, klar. Wer mag das nicht? Ja, aber diese berühmte, da, Always look on the bright side of life, Ja. ne, kommt aus diesem Film, ja, und haben sie ja viele auch abgekupfert. Ne, also, wenn einer irgendwie mal nicht weiter weiß oder irgendwie einem schlecht drauf ist, ne, dann pfeift er dieses Lied, ne, und kommt aus diesem Film. Ja, nun sind wir bei diesen guten Filmen. Ja. Ne? Und wir haben ja damals in der ersten Show auch, der liebe Christian, den ihr nachher noch sehen werdet, wir haben uns ja auch schon ein bisschen ausgetauscht. Wir haben auch schlechte Filme hier sehen in unserem Leben. Und ja, die Frage stelle ich dir natürlich auch. Was ist eigentlich dein Film, wo du sagst, ich möchte ja gar nicht sagen, so, das ist jetzt der beschissenste Film ist oder sowas. Das wollen wir nicht. Aber wo du sagst, lohnt sich nicht zu gucken. Für mich persönlich, Ja. wahrscheinlich ist das, würde ich da einige mit kränken, aber das bei mir wird tatsächlich Conan der Barbar. Ah, Ja, ich Mit weiß, Arnold Schwarzenegger. Mit Arnold Schwarzenegger. Ich bin da so ein bisschen raus. I'll das be ist, back. I'll be back, genau. genau. Ja, gut, war ja das mehr ist aus dem nicht so- Terminator. Das ist so, ja, da kann ich nichts mit anfangen. Das ist nicht so mein, Ja. ist nicht so mein Film. Auch wenn die schauspielerische Leistung von Arnold Schwarzenegger natürlich hervorragend war. Ja. Muss man ja
Ja. dazu sagen. Naja, gut, ich denke mal, er ist auch damals nur gecastet worden, weil sein Body sehr gut in die Rolle passte. Ja. Wahrscheinlich nicht der Text. Das ist halt, die Leute wollten den Körper und reden Ja. ist Alle wollen es immer den Körper ja verraten. schrecklich. Ganz schlimm, das hat schon früh angefangen. Ne? Genau. Aber er hat es ja auch, also muss man ja jetzt zusagen, er hat es ja auch irgendwo nachher auch zum Gouverneur geschafft. Das ist richtig, das ist richtig. Er ist aufgestiegen, Ja. er musste nicht mehr sein Body zeigen, sondern Ja. konnte eben auch zeigen, dass er irgendwas kann und das Ja. ist auch gut. Also Ja, das ist ja auch sein Karrierestart gewesen, das weißt du. sicher Genau, auch. ja, ne? Weil Terminator kam ja alles später, ne? Richtig, das kam später Ja. und das als Mr. Universum, also der Ja. hat schon sowas geschafft. Ja, Man kann ja gut, sehen, dann passt es natürlich auch auf die Rolle hin. Auf jeden Fall. Wo man jetzt sagt, oh, naja, gut, ich brauche ja bei Conan der Barbar, kann man jetzt nicht so einen Typen wie mich hinsetzen. Na, das würde nicht, naja, ich habe die 1,80 auch noch nicht geschafft. kriege ich mit der heutigen Technik. Das ist doch Meinst überhaupt du? kein Problem, ja, natürlich. Naja, gut, also Conan der Barbar. Ja, im Endeffekt, ich meine, was kann man über den Film sagen? Die Story ist glaube ich auch sehr dünn, ne? Er will die Welt retten, glaube ich, wieder, ne? Wie in allen seinen Wie in Filmen. allen solchen seinen Filmen Ja. will er natürlich sehen, dass er mit seiner Muskelkraft und seinem Also auch Dasein, dieses Übermenschliche dieses wurde natürlich auch Übermenschliche, gemacht, ne? richtig, genau. Ja. Gut, ich meine, im Endeffekt haben wir jetzt, oh, ich krieg schon wieder ein Zeichen, Was? wie bei den Profis. Wir haben noch 2 Minütchen. Oh. Ja, ich würde sagen, also wollen wir eigentlich diesen Film, nee, den Trailer müssen wir da eigentlich nicht mehr sehen. Ich gebe das mal ein bisschen in die Regie weiter, lieber Christian. Nee, also wir wollen uns wirklich auf gute Filme in unserem Talk hier, ja, raus, also eigentlich, sie sollen sich nur rauskristallisieren, so möchte ich jetzt mal sagen. So, ja, und ich würde sagen, dann kommt jetzt hier gleich ein anderer schöner Trailer vielleicht, ich mal weiß es nicht, oder wir wechseln nämlich gleich zu einem neuen Interviewpartner. So, ich sage erstmal danke, lieber bedanke Wolfgang, mich, ich dass du bedanke für die mich. Zeit, die du uns jetzt hier so gegeben hast. Es ist keine Zeit zum Sterben. Also Keine das Zeit ist zum ja, Sterben, ne? Also, Ja, gibt es schon irgendwie Zukunft, gerade was jetzt Musik, hast du irgendwie schon was? ist ja momentan ein bisschen schwierig. Ja, ist ja momentan aber ein bisschen gibt's schwierig, irgendwo, aber wo man ich schon mal was sagen habe munkeln hören, dass man vielleicht dann doch im April langsam wieder starten könnte. Ja, habe ich auch Nächstes gehört. Jahr. Ich hoffe, dass es auch wieder losgeht, weil das ist ja das Größte, was man machen kann, finde ich jedenfalls, Musik zu machen. Mit guten Freunden, Mit guten Freunden. vor tollen Menschen Ja. und Spaß zu haben. Alles klar. Also herzlichen Dank, Wolfgang, dass du die Zeit gefunden hast. Ja, wie gesagt, nachher wird der liebe Christian übernehmen und wird dann natürlich den Marco ein bisschen vorstellen und auch seine Lieblingsfilme. Gut, dann gehen wir erstmal wieder ab, ne, zum Christian und ich wünsche jetzt erstmal für eine kurze Zeit guten Appetit. Hallo Kinofreunde zu Teil Hi. 2 von unserem heutigen Interview. Ich darf begrüßen, auf dem zweiten Sessel hat jetzt der Marco Platz genommen. Hallo. Ebenfalls ein großartiger Musiker aus den Bands, die wir schon besprochen hatten. Unter anderem auch mit Krischi und Wolfgang in einer oder beziehungsweise mehreren Bands. Ja, 4. 4 mittlerweile. Ja, in allen 4 zusammen. Hat sich Und entwickelt. welches Instrument spielst du da? Gitarre. Jetzt? Gitarre. Und Ja. wie lange seid ihr jetzt schon Also unterwegs? seit 1998 mache ich mit Wolfgang schon zusammen Musik. Aber in einer Band angefangen und dann kam die zweite und die dritte dazu und dann fragt man sich und dann hilft man aus und kann ich nee sagen und so Sein- ist das sein. halt. Aber es macht Spaß. Es ist einfach, ja, es ist eigentlich das gesamte Leben, was man so macht. Musik hören, Musik machen. Ja. Gibt nichts was Schöneres. macht ihr jetzt in den Corona-Zeiten? Ist da jetzt eher Ja, ist Flaute, ja leider oder? sehr still. Ne? Auftritte sind ja doch die ein oder anderen abgesagt worden. Wir haben dann so lustige Corona-Videos auch reingestellt, so wie die großen Künstler das auch gemacht haben, gesagt, machen wir auch, können wir auch, macht auch Spaß. Können wir natürlich Man- unten in den Beschreibungen natürlich auch für euch verlinken. Da könnt ihr nämlich auch euch die Bands nochmal live angucken, beziehungsweise auf den Homepages. Ja, macht das, auf jeden Fall. Aber Nee, natürlich auch uns abonnieren, ne? Das wollen wir. Man nutzt halt doch jede Minute, die sich anbietet, um auch in diesen Zeiten möglichst viel zu machen. Das, was geht, wird gemacht. Ja, ist richtig, ist richtig. Und die brennende Frage, die jetzt alle Leute vor den Bildschirmen brennend interessiert. Marco, was ist eigentlich dein Lieblingsfilm? Ja, da habe ich mir ja ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Und ich finde halt unübertroffen bis heute sind echt so Komödien aus den 60er Jahren. Und da ist für mich ganz vorne der rosarote Panther. Oh, Der rosarote Panther, Peter Sellers,
gibt nichts, was da drüber. Also für mich, da fallen mir Szenen ein, du kennst es bestimmt auch, Zugbrückenszenen, denkst, Telefon kaputt, ich habe keine Ahnung. Der verkleidet sich, der haut sich mit Kato in der Wohnung alleine, also ich könnte mir jetzt schon in die Hosen pinkeln, wenn ich nur dran denke. Und ist einfach Wahnsinn. Für mich gibt es nichts Besseres. Bis heute nicht. Ist ja ein Remake gemacht worden mit Steve Martin. Ja, unter anderem. Nicht so gut. Steve Martin, auch klasse Schauspieler, tolle Filme, aber nein, Finger weg vom rosaroten Panther. Peter Sellers, Wahnsinn. Bevor wir uns aber hier vollpinkeln, wollen wir uns natürlich ein paar Cutscenes beziehungsweise auch den Trailer angucken zum rosaroten Panther. Mats ab. Ja, jetzt haben wir uns alle scheckig gelacht, da sind wir wieder. Also es ist ja viel Humor dabei. Also muss man sagen, es ist eine alte Schule. Ja. Also Peter Sellers in seine Paraderolle. Also aber halt hat keiner wieder so gemacht. Also wenn Dreyfus über den Rasen geht, die Hake hochklatscht, im Zirkus funktioniert, aber in Filmen das wieder zu machen, diese einfachen Dinge. Und wo die es sind auch spontan rüberkommt. Ja, es ist ja so, man denkt ja fast, die spielen das frei weg, da gibt es gar kein Buch, das passiert einfach. Ja, diese Situationskomik, wenn ich jetzt an das gestorbene Telefon denke, mit der Klingel zum Beispiel. Ja. Da wird erstmal die Klingel abgebaut, weil sie ständig klingelt. Naja, genau. Ist da das Endloskabel drin. Ja, und selber würde ich denken, hätte auch mir passieren können. Fällt was runter, ich gehe natürlich von der anderen Seite in den Schreibtisch. Ja, das berühmte Pika im Knie, was ich irgendwo, naja. Ja, schön. Die Burgszene zum Beispiel. Ja, also. Auch legendär. Also wirklich, auch wirklich. Schön mit dem Kanu vorbei.
So, der Enterhaken reicht nicht. Nee, genau. Ne? Man Und kennt mit dem ja Fahrrad mal- losgetrappelt, schneller sein, Hochsprung. Ja, erinnert auch so ein bisschen an so Cartoon-Szenen. Ja, letztendlich, ja, es ist ja, genau, ist ja Coyote eigentlich, Roadrunner, so ein ja, bisschen in ja, diese Richtung. genau, Geht's auch ist ja eigentlich, genau, würde ich auch sagen, es könnte auch ein Cartoon sein. Wie viele Teile gibt es da jetzt ungefähr? Ich Hast du das auf dem meine, es gibt 4 und 5, aber dann ist nachher ist ja Peter Sellers nicht mehr dabei, der Sohn des rosaroten Panther, würde ich jetzt nicht so dazu zählen. Legendär sind für mich die ersten 3. Rosarote Panther, Ja. Rosarote Panther kehrt zurück und dann noch der 3. dazu. Das sind einfach die besten. Ja, du hast gesagt, in den 60ern? War das 63? 63, sowas in diese 64, Richtung? genau, da kam der erste. Der erste. Ja, Mit David Niven auch noch, ganz groß. Stimmt, Also Wahnsinn, stimmt. also herrlich. Ja, auch hochkarätig. Und da ist der Humor so ganz fein. Da gibt es also eine ganz tolle Szene, finde ich, das ist ja alles in diesen Schneelandschaften, wo so meterhoch Schnee ist. Da Ja. gehen Leute spazieren und er kommt, weil er vom Balkon fällt, auf diesen Bürgersteig einfach so durch den Schnee so, guten Abend. Also so eine kleinen Dinge, finde ich, also könnte ich Stunden... Ja, klasse. wie gesagt, also diese Situationskomik, dieses Feingefühl auch für den punktuellen Gag. Ja. Also der sitzt, also wir wissen ja selber auch, wenn wir Aufnahmen machen, dann müssen wir auch 1, 2, Das 3, ist- 4 das ist- Takes machen. Das ist ja wie in der Musik. Und Peter Sellers, glaube ich, hat da ein unglaublich großes Timing drin. Ne? Der weiß, wann was wie gemacht werden muss. Wahrscheinlich brauchten die auch bloß 1 und Ja. haben gesagt, Ja, okay, wahrscheinlich. Ist lustig, lass improvisier drin. einfach mal. Ja, Mach einfach wahrscheinlich. mal. Ja, wer weiß. Wir haben die einfach mal die Klingel ein Meter langes Kabel reingemacht, probier Ja, einfach. genau. Ja. Guck mal, was du da Ja, rauskriegst. denke ich auch. Nee, also wie gesagt, unübertroffen. Das ist absolut, das ist so mein Lieblingsfilm und Lieblingszeit, was Komödien belangt. Der Butler an sich, der asiatische Butler, der Kato. Kato, genau. Der auch immer sein Trainingspartner eigentlich war. Ne? Ja, Grunde da gibt es ja genommen. diese tolle Szene, wie er nach Hause kommt, vermutet, dass er schon da ist. Ist er auch. Aber dann alleine ohne Worte nur die Wohnung, immer nur Kato. Und dann greifen die sich da an in unmöglichster Manier. Also auch, ja, Weltklasse. Einfach Weltklasse. Jetzt schlagen wir mal den Bogen und gehen mal von dem guten Film weg. Und hast du denn einen Film gesehen? Schlechte Filme, haben wir auch schon gesagt, schlechte Filme gibt es eigentlich keine. Nö, hat ja aber jeder seinen vielleicht Geschmack. Filme, die man jetzt nicht so gut fand, beziehungsweise enttäuscht war. Ja, also nebenan gesagt, ich bin ein riesen Fantasy-Film-Fan. Ich widerspreche ganz kurz Conan der Barbar. Ich finde ihn total cool. aber das ist so. Ja, dafür ist die Natürlich, Sendung da. natürlich ist es kein Highlight, aber wenn man bedenkt, was er später aus der Karriere gemacht hat, und ich will da einen kleinen Bogen schlagen, weil es gibt da eine mega Grotte, Arthur, Herr des Feuers, wo man versucht hat, oh, Conan der Barbar, auf den Zug springe ich auf. Und dann kommt da so ein Streichholzmännchen an mit Fell. Der ist einfach nur so schlecht. Alleine wie sie reden, laienhafte Darsteller. Arthur, Herrscher des Feuers. Kenn ich gar nicht. Nee, Ist völlig an mir kennen viele auch vorbeigegangen. nicht, das macht auch nichts, obwohl für einen lustigen Abend mit ein paar Bierchen und Kumpels könnte vielleicht auch witzig werden, aber nee, geht gar nicht. Geht absolut nicht. Und ich finde auch schade, dass durch diese doch lange Zeit auch an schlechten Filmen das Genre auch so im Kino so gar keinen Platz mehr gefunden hat. Also in meinen Augen hat das ja mit Herr der Ringe erst wieder angefangen, dass so viele sich wieder richtig Ja, rangetraut haben, es war gute wenig, ja, es war Fantasy-Filme zu machen. Aber nee, also dieser Film geht nicht. Ist richtig in meinen Augen schlecht. Vielleicht gibt es Fans davon. Weißt du ungefähr, dass wir auch mal ein bisschen Der- sagen können, um was es da geht letztendlich? Na, bei Arthur Herr, das Ja? das weiß ich auch nicht so genau. Also irgendeiner, So schlecht. also er ist ja auch so Anfang der 80er und dann wahrscheinlich wird halt irgendein Dorf überfallen und irgendeiner will der Herrscher der Welt werden und Arthur zieht los Wahrscheinlich auch mit noch die Schwert. Prinzessin entführt oder irgendwie. Ja, so übliche Thema halt und hier Puff und da Tschisch und ja, Riesenspinne zum Bekämpfen. Und Auch schön. ja, Also, aber alles auch mehr drin, so Conan 1950 Wildbahn. Tarantula trifft Arthur 1982 in einer Lecker. schlechten Fantasy-Verfilmung. Ja, wunderbar. Ja. Ich sehe schon, ich kriege gerade aufs Ohr von der Regie, ja, wir müssen langsam zum Schluss kommen, leider schon. Also Schade. wir haben es schon geschafft. Schade. Marco. Macht doch nicht, war Ja, super. wir können- Hat Spaß Ihr gemacht. könnt natürlich immer wieder kommen, sobald auch Corona vorbei ist. Wenn machen ich wir wieder einen noch mal ein großes schlechten, Spezial. wenn ich wieder einen schlechten Film habe, dann rufe ich an. Zum Beispiel. Sag, Leute, Oder auch einen guten, ich muss es kannst auch einen loswerden. guten mitbringen. Ich muss es loswerden. Ja, war vielen super. Dank, dass du da warst. Ja, ich bedanke mich. Freunde, wir sehen uns gleich wieder. Krischi kommt gleich nochmal zurück. Und dann machen wir nämlich die Auslosung von unserem Gewinnspiel.
wir hoffen, wir haben genug Zuschriften, dass ihr nämlich unser schönes T-Shirt nämlich geschenkt bekommt. Oh, es gibt hier T-Shirts? Für euch liegen die hinten im Lager, könnt ihr euch eins wegnehmen. Ja, Ansonsten sage ich schon mal Mahlzeit und bis gleich. So, erstmal wieder den Knopf hin. Ja, da sind wir wieder. Ja, also wir bedanken uns natürlich als erstes mal an Wolfgang und an Marco für diese wunderschöne Show. Sie haben uns ja ein bisschen was aus ihrem Repertoire, aus ihrer Filmgeschichte, die sie natürlich erlebt haben, uns mitgebracht. Super. Ja, vielen Dank für eure Interviews. Also ihr wart wunderbare Interviewpartner. Ja, und auch die ersten. Also das wird auch immer in der Legende drinstehen. Genau. Ihr wart unsere ersten Interviewpartners. Das war super. Also das war super. Herzlichen Dank dafür. Ja, und jetzt kommen wir, wie Christian ja schon angekündigt hat, zu unserem Gewinnspiel. Dafür haben wir uns noch mal ein bisschen umgezogen. Ja, wir zucken uns noch mal hin. Das gibt es zu gewinnen. Ja, oder jetzt muss man ja schon sagen, gab es zu gewinnen. Richtig, weil Denn die Auslosung findet jetzt statt. die findet jetzt statt. Ja, ich würde mal sagen, ich mache jetzt mal einen Trommelwirbel. Gerne. Und dann zeig uns mal diese zahlreichen Zuschriften. So, wir haben ja hier schon alles vorbereitet. Achtung. Ja, Achtung. Und ich werde jetzt was machen. Achtung. Mhm. Kann schon mal Kram. Spannung steigt. Oh, da ist ja ein Los drinne. Und leider Warte auch, ne? war es auch das Einzige. Ja, die zahlreichen Zuschriften oder die Kommentare haben sich sehr beschränkt. Und zwar auf eine Person. Findet sich ja in unseren Kommentaren wieder. Richtig? So, aber heißt ja jetzt nicht, dass er nicht gewonnen hat, weil die richtige Antwort war es, ja, es war 8 mm aus dem Film. Joaquin Phoenix hat es zu Nicolas Cage gesagt, indem sie sich gerade in diese Kellergewölbe begeben haben, um nachzugucken, was für schöne Videos da gibt. So, So. Der Notar hat uns gerade den richtigen Namen gegeben. Ja. Ich hoffe, wir sprechen den richtig aus. Ich auch. Christilian Kipine ist der Gewinner eines T-Shirts. Ja. Bitte melde dich. Bitte melde dich. Ja, also wir sind ja eigentlich täglich von 17 bis 21 Uhr locker hier. Ne? Ruf einfach an und dann machen wir natürlich die ganzen anderen Sachen, sodass wir wissen, wohin soll es geschickt werden. Oder kommst du her und beziehungsweise brauchen wir auch deine Größe natürlich. Richtig. Ne? Damit du Genau. das auch so schön tragen kannst wie wir. Ja, und jetzt würde ich sagen, gibt es natürlich wieder unser kleines Schmankerl. Richtig, unser kleiner Werbeblumenstrauß. Ja. Eine weitere Blüte davon. Und dann sagen wir nämlich bis zur nächsten Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Ah, es gibt was Neues in der guten alten Küche. Ich knicke mein Palmin und drücke mein Palmin und habe schon mit jedem Knick ein ganzes Stück Palmin. So sauber und so fein, ganz ohne Bröseleien. Und dann der Clou, jetzt geht ihm nu Palmin auch wieder zu. Sag, Na, haben Sie schon den Knick raus? das neue gute alte Palmin. Da schmeckt's wie bei Muttern.